Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es ist mal wieder Zeit, dass ich hier mal auf dem Kanal was auspacke. Und dabei handelt es sich um eine kleine Vlogging Cam von Canon. Und zwar ist das die PowerShoot V10. Allerdings, ja, ist dieses Gerät schon circa ein Jahr auf dem Markt, und warum ich das nicht gleich mitgekriegt habe, keine Ahnung. Durch Zufall bin ich jetzt auf diese Cam gestoßen und irgendwie hat es mich da gepackt, diese Cam hier mal zu holen und mir die etwas genauer anzuschauen. Auf YouTube gibt es zu dieser Vlogging Cam zur PowerShoot V10 schon einige Videos. Ist ja auch klar, wenn ich mir quasi ein Jahr Zeit lasse. Ich weiß gar nicht, warum mir das entgangen ist. Auf alle Fälle würde ich sagen, wir packen die jetzt trotzdem gemeinsam aus, gucken mal, was hier in den Lieferumfang dabei ist. Und ich kann nur so viel sagen, mich hat die Kamera 380 Euro gekostet. Und ich bin schon sehr gespannt, was mich hier erwartet, wie die Videoqualität ist und ja, wie dem auch sei. Ich quatsche jetzt erstmal gar nicht mehr so lange, sondern wir wechseln die Perspektive und packen diese kleine Cam aus. Also dann, auf geht's! Dies hier ist so ein kleines Kit, so ein Vlogging-Kit. Die Vlogging Cam hat dann halt ein 19 mm Objektiv, ja, Weitwinkel. Wir haben ein Stereo-Mikrofon und ein 2 Zoll großes Display. Da bin ich schon sehr gespannt. Kann Aufnahmen in 4K machen. Der Sensor ist 1 Zoll groß. Wi-Fi, Bluetooth-Unterstützung. Also es gibt auch eine App hier dann dazu. Und ja, ich denke mal, wir öffnen jetzt hier mal den Karton und gucken mal, was hier alles drin ist. So, das aus. Okay, dann haben wir hier erstmal noch einen Karton, wo sich dann die Kamera drin befindet. Dann haben wir hier noch 3 kleine Schachteln. Und auch hier gucken wir mal jetzt rein. Und wir haben hier einen Beutel für die Cam. Hier drin befindet sich dann die Windpuschel. Und in diesen hier, naja, das kann man schon kennen. Das ist dann der Objektivschutz hier. Und anhand dieses Objektivschutzes kann man schon erahnen, wie klein diese Vlogging Cam ist. Und da kommen wir jetzt auch schon zu und holen die auch mal aus der Verpackung. Das Schöne ist, die soll ja einfach zu bedienen sein. Ohne groß viel Schnickschnack. Hier sieht man es auch schon. Und dann haben wir hier was. Was haben wir hier? Wir haben hier ein USB-C-Kabel zum Laden der Kamera. Haben wir noch mehr hier? Ne, erstmal nur die Kamera selbst. Ich hatte eigentlich gedacht, hier wäre noch eine SD-Karte mit dabei. Normalerweise. So hatte ich das Kit gekauft eigentlich. Vielleicht ist die ja hier drinne schon. Und ja, man hat schon was in der Hand. Sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. So ist sie von hinten aus. Die Bedienelemente und das Display, was klappbar ist. Und der Clou hierbei ist, wir haben ja auch noch einen, ja, Standfuß. Finde ich cool. Kommen wir jetzt mal kurz zu den Anschlüssen. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite den USB-C-Anschluss zum Laden der Kamera. Wir haben hier unten noch ein kleines Fach für die Micro-SD-Karte und es ist keine Karte vorhanden. Außerdem haben wir hier noch ein Schraubgewinde, um auch diese Kamera auf dem Stativ zu setzen. Auf der Oberseite befindet sich dann das Stereo-Mikrofon, hier nochmal das Objektiv und der Powerknopf. Kann man das so sagen? Ja, Powerknopf. Ne, der Powerknopf ist nicht, das ist eher der Aufnahmeknopf. Der Powerknopf befindet sich dann nämlich hier hinten. Und zwar da. Und dann haben wir hier noch ganz viele andere Knöpfe, wie zum Beispiel Menü, Info, Set und einfach mal Play, ne, um sich das Videomaterial anzuschauen.
Auf der rechten Seite haben wir hier einen Micro-HDMI-Ausgang und einen Klinkenanschluss für ein externes Mikrofon, falls man mit denen hier nicht zufrieden ist. Und natürlich haben wir hier auch eine Bedienungsanleitung in allen erdenklichen Sprachen. Deutsch ist natürlich auch dabei. Ja, und halt dann das ganze andere, Garantiebestimmung und so weiter und so fort. Das dazu. Dass ich jetzt natürlich hier keine SD-Karte habe, ist natürlich nicht so schön. Hier habe ich noch was gefunden. Ich hoffe, das ist die SD-Karte. Nein. Das ist ein Gurt, ein Trageband für die Kamera. So, hier dann nochmal ein Größenvergleich. Das hier ist das iPhone 13 Mini. Dann haben wir jetzt hier von Canon die PowerShoot V10 und die Osmo Pocket der zweiten Generation. Ich würde sagen, wir setzen jetzt hier auch mal die Micro-SD-Karte ein. Gut, dass ich noch eine hatte hier. Also öffnen wir hier alles. Ja, das macht ein bisschen fummelig. So, ist verkehrt rum. So, Karte ist drin. Und ich würde sagen, ich drücke bei Power und wir schauen, wir können es so machen, ob wir hier so ein bisschen Saft drauf haben. No, kein Saft drauf. Deswegen muss ich das ganze Gerät jetzt hier erstmal laden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Aber wir können ja noch mal gucken, wie das aussieht, wenn wir die Windpuschel hier oben drauf machen. So nehmen wir nämlich hier die schönen Ringe hier. Und die müssen wir dann jetzt hier oben drauf kleben. So perfekt wie möglich. Und Nummer 2. Und dann werden die einfach nur noch hier so drauf gebloppt. Blub. Wo ist der andere? Jetzt ist mein zweiter Windpuschel weg. Egal, der wird sich schon wieder anfinden. Ich versuche jetzt mal das ganze Ding mit Strom zu verbinden. Dazu werde ich mal nicht das Originalkabel nehmen, weil das ist nicht lang genug. Und ja, das ist halt so, ne? Es ist wieder kein Netzgerät mit dabei, da müsst ihr gucken, wo ihr dann euren Strom herkriegt. Okay, haben wir hier eine Anzeige? Jupp, wir haben hier auch eine Anzeige, die leuchtet jetzt. Vielleicht kriege ich jetzt die Kamera zum Laufen. Es tut sich gar nichts. Ne, damit wir noch ein bisschen warten. Vielleicht finde ich dann auch den Windpuschel wieder. So, in Ordnung. Ich denke, wir können das Gerät jetzt einschalten. Also einmal auf Power. Jupp. Wir gucken mal. Das ist ein Touch-Display hier. Jupp. Wir haben Deutsch. Na, auf Deutsch bitte stellen. Okay. Okay, das ist ja fummelig hier. Aber wahrscheinlich können wir auch hier mit den Steuertasten arbeiten. Hier unten. Jo, können auch mit den Steuertasten arbeiten. Also wenn wir Deutsch auswählen. Uhrzeit. Verbinden erstmal nicht mit der Kamera oder mit dem Smartphone. So, da haben wir jetzt auch so einen Screen. Also wir können jetzt aufnehmen. Das sieht alles sehr bekannt aus. Da ich ja auch mit einer Canon hier filme gerade. Mit der M50, glaube ich, ist das. Und das Menü sieht alles sehr bekannt aus. Hier. Stabilisierung. Ja, nee, das ist erstmal schön geglättete Haut. Stabilisierung. Manuell. Okay, zurück. Was haben wir sonst noch? Q. Wir können mal ins Menü gehen. Ins Menü, das ist hier unten die Taste. Ja, da haben wir erstmal die Kameraeinstellungen hier. Aufnahmemodus. Wir gehen mal weiter. Achso, halt. Langzeitautomatik. ND-Filter aus. Okay. Ein Neutralfilter haben wir hier sogar. Okay, gucken wir mal auf automatisch. Weißabgleich, was haben wir denn hier noch? Movie Selbstauslöser, digital, stabilisiere aus. Ja, Gitteranzeige, HDMI-Anzeige und so weiter und so fort. Dann kommen wir zur Wiedergabe.
Bild schützen, Bilder löschen, Foto drehen. So, dann haben wir hier Verbindung mit dem Smartphone. Darum werden wir uns dann gleich nochmal kümmern, wie das alles so funktioniert. Wir haben sogar GPS-Einstellungen, okay. Okay, einmal wieder zurück zum Menü. Und dann haben wir hier noch... Achso, wir haben sogar zwei hier. Ja, Flugzeugmodus, Kameraname und so weiter und so fort. Und wir haben dann halt hier eine, zum Beispiel Karte formatieren. Können wir mal machen. Jo, ist belegt. Formatieren. Haben wir. Gut, können wir aus dem Menü raus. Die Wiedergabe-Taste, das die unter der Power-Taste hier. Da, ja, wir haben nichts drauf. Okay, wieder zurück. Auf Set. Da kann man hier noch ein bisschen was einstellen. Autofokus, Methode und Digitalzoom. Ja, Farbfilter, Farbton. Okay, wir können auf Info. Haben wir den Ausschlag vom Mikrofon. Autofokus kann man hier wahrscheinlich abschalten. Jo, wieder einschalten. Ach, hier können wir auf Fotos umschalten. Können hier mal ein Foto machen. Und hier gucken wir uns da mal an. Dann können wir auf Wiedergabe gehen. Das Foto ist ziemlich dunkel. Ach so, ich habe ja diesen ND-Filter drin, ne? Jo. Okay. Das ist jetzt mal ganz grob hier durch das Menü gegangen. Wir gehen wieder zurück. Also, wir haben die Kamera jetzt ausgepackt, eingerichtet. Und das hier ist übrigens jetzt, ja, das Material eben von der Kamera hier. Und ich werde die jetzt mal mit in den Urlaub nehmen, teste die richtig durch, gucke mir die ganzen Einstellungen noch mal etwas genauer an und bin mal echt jetzt auch auf den Ton gespannt, wie die Aufnahmen so sind. Und ja, das Bild sieht relativ okay aus. Autofokus ist auf mein Gesicht und ja, echt top. Also, wie gesagt, ich teste sie jetzt. Ich nehme sie mit im Urlaub und mache da ein paar schöne Aufnahmen. Und dann kann ich sicherlich mehr zu der Kamera sagen. Was mir aber jetzt schon aufgefallen ist, sie ist doch schwerer, als wie ich angenommen habe. Ich glaube, es sind 211 Gramm. Ich bin mir da aber nicht ganz so sicher. Ja, da bin ich schon echt gespannt. Und wenn ihr das wissen wollt, wie sich so die Kamera dann bei mir geschlagen hat, dann schaut doch mal auf meinem Kanal wieder vorbei. Ihr dürft mich natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten sage ich jetzt erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao. Ist natürlich doof, wenn man jetzt das Display oben hat, guckt man gar nicht in die Linse, aber es ist schon immer so ein Fehler bei mir gewesen. Aber jetzt wirklich, macht's gut, Leute.